Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil des Leopold Buddy-Builds, den ich zusammen mit Felis Barsinonensis hier auf YouTube unternehme. Ich baue dabei den Dragon-Bausatz und wenn ihr sehen wollt, wie sich der Trumpeter-Bausatz des K5E Eisenbahngeschützes macht, dann schaut's doch einfach auf dem Kanal von Felis vorbei. Der erste Teil war die Einleitung für dieses Projekt, nun geht's an den Zusammenbau. Dabei machen die beiden Drehgestelle den Anfang. Die Anzahl der Einzelteile ist gemessen an der Größe der beiden Drehgestelle wirklich überschaubar. Die Passgenauigkeit der Teile ist auch recht gut, jedoch muss man etwas mehr Zeit und Mühe als sonst für die Versäuberung der Teile aufwenden, da doch recht viel Grat dran ist, den man einfach wegschaben muss. Die Pufferelemente hat Dragon leider falsch dargestellt. Wir bekommen 4 bauchige Puffer, aber es müssten stattdessen 2 bauchige und 2 flache Puffer sein. Wie die Puffer eigentlich aussehen sollten, kann man sehr gut auf diesem Foto des Geschützes in Aberdeen sehen, das mein Freund Andy mir zur Verfügung gestellt hat. Deshalb habe ich 2 Puffer einfach flach geschliffen und an die entsprechenden Positionen geklebt. Auch die Trittbretter haben mir nicht so gut gefallen, da sie eine völlig übertriebene Holzmaserung aufweisen. Das wäre selbst für den Maßstab 1:16 noch zu grob. Deshalb habe ich die Trittbretter einfach abgeschliffen und die Schraubköpfe neu hinzugefügt. Ein echtes Ärgernis waren dagegen die Räder, die ausgerechnet auf der Außenseite jeweils 4 große Auswerfmarken haben. Mann, Dragon, was habt ihr euch da wieder gedacht? An der Innenseite hätte man das ja ignorieren können, aber auf der Außenseite kann man die Auswerfer später auch noch gut sehen. Ich habe dann längere Zeit überlegen müssen, wie ich das Problem am geschicktesten lösen kann, und mein erster Gedanke war, mir einen runden Schleifklotz anzufertigen, an dessen Stirnseite ich dann ein Schleifpapier geklebt hätte und so hätte ich dann die Auswerfer irgendwie rausschleifen können. Da es aber insgesamt 24 Räder sind, wäre das Ganze doch sehr zeitaufwendig geraten. Stattdessen habe ich mich dazu entschieden, die Auswerfer einfach abzudecken. Dazu habe ich mit einem Kreisschneider Ringe im richtigen Maß aus dünner Plastikkarte ausgeschnitten und damit die Auswerfer einfach überklebt. Ich finde, das ist eine ziemlich elegante Lösung für dieses wirklich dumme und unnötige Problem. Ansonsten kann ich eigentlich nichts Negatives über den weiteren Zusammenbau berichten, da lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Von der Detaillierung her bin ich eigentlich recht zufrieden, jedoch sieht die Unterseite sehr spielzeughaft und leer aus. Davon kann man aber später eigentlich nichts mehr sehen. Dagegen ist der Bausatz von Trumpeter in diesem Bereich wesentlich komplizierter und kleinteiliger, dafür aber auch viel detaillierter, wie ich von Felis erfahren habe. So gesehen geht die erste Runde an den Bausatz von Trumpeter, würde ich sagen. Soviel zum aktuellen Baufortschritt des K5 Eisenbahngeschützes. Für einen besseren Vergleich der jeweiligen Baugruppen solltet ihr noch das Video von Felis Barsinonensis anschauen, das ich hier am Ende des Videos noch verlinke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.